Moin ihr Lieben und willkommen zurück zu dieser neuen Anleitung. Für diesen hübschen Rip-Pulli werden wir 4 Flächen häkeln, also ganz einfach gehalten. Dazu benötigt ihr einmal euren Brustumfang, es sei denn, ihr möchtet einen langen Pullover haben, der über eure Hüfte geht und eure Hüfte breiter ist, dann natürlich den Hüftumfang. Ich gehe hier wie immer für Größe M aus. Größe 38, das sind in etwa 100 cm Brustumfang und rechne darauf 5 cm mehr. Also dann wären wir bei 105. Diese teile ich dann durch 2 und komme auf 52,5. Das runde ich dann ab so auf 50. Und die Länge meines Pullis bestimme ich von der Schulter herunter gemessen, wie lange der Pulli werden soll. Auch hier habe ich mich für 50 cm entschieden. Also häkle ich zweimal eine Fläche 50 x 50 cm. 50 x 50. So, wir beginnen mit dem Rücken. Das ist dann einfach eine zu Fläche. Und danach häkle ich die gleiche Fläche noch einmal als Vorderteil, werde mir aber, daher beginne ich auch mit dem Rücken, die Reihen des Rückens auszählen und die Mitte beim Vorderteil spalten. Ich werde dann so hoch häkeln, mir einen Marker setzen, da wo ich aufhören muss, und mit dem Fußschlingenanschlag dann die Kette wieder erweitern. Das zeige ich euch dann aber später. Auf jeden Fall werden wir eine komplette Fläche häkeln, an der orientieren wir uns, das ist der Rücken. Und danach noch mal eine Fläche, wo wir oben einen Schlitz für den Kragen reinmachen. Und zu guter Letzt benötigt ihr von einem gut sitzenden Pullover die Ärmelhöhe, also von hier bis hier. Das sind bei mir 18 cm bei einem relativ eng sitzenden Pullover. Diese nehme ich mal 2. Dann komme ich fast auf 40. Und da meine Ärmellänge auch 40 sein soll, häkle ich hier auch noch mal 2 Flächen mit der Maße 40 x 40. Bei diesem Muster allerdings, was ich euch zeige, solltet ihr das Ganze mal hinlegen und einfach nur locker glatt streichen. Nicht auseinanderdehnen, aber auch nicht einfach so geknuddelt lassen, sondern hinlegen, locker glatt streichen und dann abmessen, weil sonst verfälscht das zu sehr das Ergebnis, denn dieses Muster, was ich euch zeige, ist sehr flexibel und das wollt ihr ja nicht, dass es zu sehr nachher auslatscht, aber auch nicht zu eng sitzt. Also da muss man immer so ein gutes Mittelmaß finden. Ja, und das ist dann auch schon das Grundprinzip der Anleitung. Eine Zuhefläche, eine Fläche oben mit so einem Schlitz drin für den Kragen. Das müsst ihr nicht, ihr könnt auch einfach zweimal den Rücken häkeln und zweimal die Ärmel häkeln. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt als nächstes zum Muster. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox, wenn ich es nicht so wie beim letzten Mal vergessen habe. Vielen Dank fürs Bescheid geben. Ja, und dann an die Nadeln. Ich beginne mit dem Fußschlingenanschlag. Dazu nehme ich mir 2 Maschenmarkierer hinzu, damit ihr Anfang- und Endmasche nicht überseht und das Ganze nachher schief wird, weil diese Masche sich gerne zur Seite so ein bisschen wegdreht. Also für Anfänger sind Maschenmarkierer besser. Ich häkel direkt hier mit dem Fußschlingenanschlag. Dazu mache ich 2 Luftmaschen, gehe in die erste Masche zurück, hole den Faden durch, ziehe beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine Schlaufe und durch 2 für eine feste Masche. Dann hat sich jetzt hier unten eine Masche gebildet. Dort steche ich komplett hinein, hole mir den Faden wieder durch, ziehe beide Schlaufen wieder auf gleiche Höhe durch eine und durch 2. Wer mit einer ganz normalen Luftmaschenkette beginnen möchte, der kann das auch machen. Vergesst dabei nur nicht, dass sich dieses Muster noch ein bisschen was zusammenzieht und dass die Luftmaschenkette halt nicht so genauer ist wie der Fußschlingenanschlag. Selbst bei dem zieht sich das Ganze noch ein bisschen zusammen. Also wenn ihr 2-3 cm drüber seid über eure Maße, ist das gar nicht so schlimm.
Ja, und so geht dann der Fußschlingenanschlag. Es gibt noch ein anderes Video dazu, ein bisschen langsamer, wer noch üben möchte. Und ansonsten heißt es jetzt so viele Maschen anschlagen, bis wir auf die Höhe, also die Länge unseres Pullovers kommen, von der Schulter herab gemessen. Und so sieht die Kette aus, schön flexibel. Bis gleich. Nachdem ich jetzt meine Kette gehäkelt habe, ich mache euch ganz bewusst hier keine Maschenanzahlangaben, da es sich bei jedem anders auswirken wird, machen wir eine Wendeluftmasche und gehen nun in die hintere Schlaufe einer Masche und häkeln dort eine feste Masche hinein. Dann setze ich mir direkt den Marker, denn die Masche verdreht sich zur Seite weg und wird nachher gerne auch mal verwechselt. So, wieder in die hintere Schlaufe einer Masche und eine feste Masche. Hintere Schlaufe, eine feste Masche. Dadurch entsteht so eine Schaffelung. Und so häkeln wir jetzt bis zum Ende unserer Kette. Am Ende der Reihe darauf achten, dass ihr in die richtige Masche einstecht. Das Knötchen steht so ein bisschen über, da darf man sich nicht verwirren lassen. Dann wieder eine Luftmasche, wenden und auch hier wird die nächste Reihe wieder in der hinteren Schlaufe einer Masche abgehäkelt. Hintere Schlaufe und eine feste Masche und auch hier direkt den Marker setzen, damit keine Verwechslung nachher entsteht. Also wie ihr seht, ein ganz einfaches Muster, Fine Rip, macht auch viel Spaß zu häkeln. Das Endergebnis ist sowieso total genial, weil es ein sehr flexibles Muster ist und auch super sitzt. Ja, und so heißt es jetzt erst einmal Reihe für Reihe, bis, so wie bei mir, ich das Ganze auf eine Breite von 50 cm gehäkelt habe und eine Gesamtfläche von 50 x 50 in etwa bekommen habe. Fertig aus nach 74 Reihen. Jetzt habe ich eine Fläche von 50 x 50 erreicht und habe somit die Basis geschaffen, um zu wissen, wo ich den Kragen bzw. den Schlitz am Kragen fürs Vorderteil setzen muss. Und zwar teile ich die 74 durch 2 und nehme mir ungefähr die Mitte. Wer anders auskommt, eine Reihe mehr oder weniger, macht den Braten hier nicht dick. Und dann häkeln wir genauso wie hier begonnen, immer hin und zurück, gleiche Maschenanzahl und ab der Mitte hören wir auf und machen mit einer Luftmaschenkette oder einem Fußschlingenanschlag die Maschen wieder nach oben hin dran. So haben wir dann die Maschen abgelöst und können den Rest häkeln. Nachdem ich nun meine 36 Reihen hochgehäkelt habe, die Hälfte von 72 Reihen, die ich für den Rücken in der Gesamtbreite gehäkelt hatte, werde ich nun die Reihe abschließen und mir danach den Ausschnitt markieren. Ihr müsst euch keinen Ausschnitt machen. Ihr könnt auch einfach 2 Flächen häkeln und diese dann aneinander häkeln oder nähen. So, als nächstes gehe ich von hier jetzt hoch und habe mir 15 cm, was ungefähr 25 Maschen sind, markiert und häkel nur bis zum Marker und setze dann ab, um den Schlitz für den Kragen zu erschaffen. Und wenn ich hier wieder angelangt bin, dann sehen wir uns wieder. Wenn wir dann beim Marker angekommen sind, müssen wir nun die Maschen absetzen. Und dazu ist es von Vorteil, wenn man schon den Fußschlingenanschlag kann. Ansonsten geht das wie folgt. Wir machen eine Luftmasche und gehen hier an der Seite von der Masche in die 2 Schlaufen, die auch aussehen wie eine Masche. Holen den Faden durch, ziehen beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine Schlaufe und durch 2. Und somit haben wir dann unsere erste Masche von, bei mir zum Beispiel, 25 Maschen. Danach gehe ich in die nächste gebildete Masche unten drunter rein, hole wieder den Faden durch, ziehe beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine und durch 2.
gebildete Masche, beide Fäden auf gleiche Höhe, durch eine und durch zwei. Faden holen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine und durch zwei. Und so hebe ich das Ganze dann ab und mache jetzt meine 25 Maschen und häkel dann meine 36 bzw. dann nur noch 35 weitere rein. Und dann ist auch schon unser Vorderteil fertig. Zurück zum Ärmel. Da habe ich eine etwas kleinere Fläche fertig gehäkelt. Und zwar nehmt ihr von einem gut sitzenden Pullover die Ärmelhöhe ungefähr beim Schulterblatt, also im Achselbereich. Diese nehmt ihr mal 2. Bei mir war das dann 18 mal 2. Und dann sucht ihr euch noch die Länge aus, wie lang euer Ärmel werden soll. Ich habe ein bisschen aufgerundet, habe es mir leicht gemacht und habe gesagt, okay, den Ärmel von der Höhe her einmal ausmessen, mal 2 nehmen, weil ihr müsst euch den aufgeklappt vorstellen. Und nochmal die Ärmellänge, nehme ich einfach 40 mal 40. So, und das habe ich dann jetzt hier gehäkelt, Länge mal Breite. Hier allerdings leicht gedehnt, nicht zu sehr, weil wenn ihr jetzt genau hier auf 40 zum Beispiel häkeln würdet, wäre der Ärmel nachher viel zu ausgefranst. So, und zum Schluss könnt ihr den zuklappen und habt euren fertigen Ärmel. Allerdings werde ich sowohl Vorder- als auch Rückteil und beide Ärmel kreuztechnisch hinlegen, Naht auf Naht, und diese dann zusammennähen. Am Ende dann den ganzen Pullover einmal zusammenklappen und nur noch dann in L-Form den Pullover zusammennähen. Das ist etwas einfacher und dann ist auch alles etwas gerader und gleichmäßiger vernäht. Wie ich das mache, das zeige ich euch dann aber später. Also, Vorderteil werde ich jetzt noch fertig häkeln mit meinen 35 bzw. 36 Reihen insgesamt. Rückenteil hatten wir fertig, Ärmel habe ich ja gerade erklärt. Und dann haben wir auch schon unsere 4 Teile soweit fertig und können ans Vernähen gehen oder verhäkeln, jeder wie er meint. So ihr Lieben, zurück. So sieht das Ganze aus. Alle 4 Teile fertig. Als erstes könnt ihr euch 2 Marker nehmen und bei den Ärmeln diese einmal zuklappen und die Mitte markieren oder halt die Reihen auszählen. Das könnt ihr machen, wie ihr meint. Danach könnt ihr den Rücken und das Vorderteil so zusammenlegen. Und ich werde 8 bis 10 cm nur an den Schultern zusammennähen. Also hier und hier, das zusammennähen so ein Stück. Der Rest ist dann für den Kragen. Danach nehmt ihr die Ärmel, wo ihr euch die Mitte markiert habt. Und diese legt ihr dann direkt hier vorne an, der Schultern an, und könnt den ganzen Ärmel auch hier einmal der Länge nach links und rechts annähen. Danach können wir das Ganze einmal nach vorne zuklappen und haben dann das Grundgerüst unseres Pullovers. Dann brauchen wir nur noch hier die Seite hoch vernähen und unterm Ärmel quasi in L. Einmal links, einmal rechts, und dann ist das komplette Grundgerüst unseres Pullovers fertig. Und wenn ich das Ganze soweit vernäht habe, dann sehen wir uns wieder. Um die Schultern zu vernähen, lege ich mir einfach mein Maßband einmal an. Ich hatte ja gesagt, zwischen 8 und 10 cm. 8 ist mir jetzt ein bisschen zu schmal, nämlich ungefähr 10. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 bei der 16. Reihe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, die 16. Reihe markiert. Das gleiche mache ich auch hier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dann lege ich mir die Kante auf die Kante und vernähe bis zu beiden Markern das Schulterstück zu. Das Ganze dann auch auf der anderen Seite. Den Faden nehme ich mir zum Vernähen doppelt und mache mir am Ende dann so Knötchen rein, dann lässt sich das leichter fixieren. Gehe an eine Seite, durch beide Teile durch und haben den Faden dann schon mal fest. Und nun gehe ich immer einen halben Zentimeter an dem einen Häkelstück. Dann lege ich den Faden über und steche in der Höhe des Fadens
an einem anderen Häkelstück circa einen halben Zentimeter ein. Dann lege ich den Faden wieder über, gehe in die Höhe des Fadens am anderen Häkelstück wieder einen halben Zentimeter. Faden überlegen, wieder in dieser Höhe einen halben Zentimeter. So immer im Wechsel, einmal Vorderteil, einmal Rückteil, einmal Vorderteil, immer in Höhe des Fadens einstechen. Den könnt ihr euch als Richtlinie mit rübernehmen. Irgendwann habt ihr ein Auge dafür, dann braucht ihr das gar nicht mehr mit dem Hin- und Herlegen. Ich orientiere mich hier zum Beispiel einfach da, wo er rauskommt. Schön locker, denn wir haben ja hier ein sehr dehnbares Muster, also nicht zusammenziehen. So, mit dem Kautstich habt ihr dann eine schöne flache Naht am Ende. So, nachdem ich dann beide Seiten vernäht habe, lege ich mir das Ganze so hin, habe hier die Schulternaht, die ist jetzt im Licht schön sichtbar, und nehme mir den Ärmel hinzu. Da hatte ich mir ja schon die Mitte markiert und die lege ich jetzt genau an der Schulternaht an. Festige mir das auf der einen Seite mit einem Marker. Die Mitte mit dem Marker. Und auch hier die Seite. Dann könnt ihr natürlich die Reihen und die Maschen auch noch mal auszählen, wenn ihr möchtet. So, dann geht's mit dem gleichen Spielchen los. Faden doppelt nehmen, Knötchen, und dann vernähe ich von hier bis da jetzt den Ärmel erst einmal. So, nachdem ich alle Seiten vernäht habe, Schultern und die Ärmel dran, klappe ich jetzt nun den Pullover zu, indem ich die eine Seite auf die andere klappe. So. Und jetzt hier nur noch die Seite und unterm Ärmel das Ganze zunähe. Und dann ist unser Pullover so. Und so sieht unser Pullover dann am Ende aus. Ob ihr euch am Ende noch ein Bündchen dran macht, obenrum am Kragen, an den Ärmeln oder unten am Bund, das bleibt jedem selbst überlassen. Den Kragen könnt ihr so tragen, wie er jetzt ist. Oder aber im frechen Stil, so trage ich das Ganze gerne, dass die Spitzen hier aufeinander treffen. Oder sogar das Ganze noch mit einer Brosche schließen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.